Wie viele deiner Freunde sind wirklich Freunde, wenn du auf Deutsch sprichst? Und wie sagst du das, ohne peinliche Missverständnisse? Heute lernst du, wie du auf Deutsch natürlich über Freundschaft redest, neue Kontakte aufbaust und heikle Momente meisterst, in echten Alltagsszenen, auf Niveau B1. Du bekommst klare Wörter wie Freund, Bekannter, Kumpel und was du besser nicht sagst, zum Beispiel Kamerad. Dazu feste Sätze für Einladungen, Absagen und Grenzen, damit es nicht steif oder komisch klingt. Und wir machen kleine Rollenspiele, damit du das sofort nutzen kannst. Hey zusammen, ich bin Tim. Und zum Üben später gibt's die ganze Lektion auf Vocabli. Also, los geht's mit dem wichtigsten Wort, Freund. Und ich bin Julia. Viele fragen zuerst, sagt man Freund oder Bekannter? Auf Deutsch ist Freund oft ziemlich stark, es klingt nah und vertrauensvoll. Bekannter ist lockerer, eher jemand, den du kennst, aber nicht sehr gut. Genau, und Kumpel ist auch super, das ist entspannt und freundlich. Kamerad klingt halt alt oder militärisch, das ist im Alltag echt seltsam. Also sag lieber Kumpel oder einfach Freund, wenn es passt. Lass uns kurz ein Mini-Rollenspiel machen, ja? Stell dir vor, Sprachtandem im Café, du willst locker bleiben und vielleicht später nochmal treffen. Ich spiele Lea, du bist du. Hey, ich bin Tim. Wollen wir uns duzen? Schön, dich kennenzulernen. Ich suche gerade Leute zum Üben, so als Kumpel. Klar, duzen passt. Ich bin Lea. Magst du mal nächste Woche einen Kaffee trinken, einfach ganz entspannt? Gern. Donnerstag passt mir gut. Hast du Lust auf 2:30, also 14:30 Uhr, im Parkcafé? Klingt gut, schreibst du mir kurz eine Nachricht? Dann können wir Nummern tauschen. Passt für mich. So, das war ganz normal und freundlich. Wichtig ist hier, wir sagen nicht Frau Lea oder so, das wäre viel zu förmlich. Und wir sagen auch nicht Kameradin, das hört sich echt komisch an. Eine Hörerin hat mir mal erzählt, sie sagte zu einer neuen Freundin, sie sind ganz süßer. Alle lachten, weil süßer eben der Komparativ ist und auch eher für einen Kuchen passt. Besser ist, du bist echt süß, oder noch neutraler, du bist echt nett. Ja, und Vorsicht, süß kann schnell romantisch wirken. Viele Deutsche mögen einfach direkte, ehrliche Sätze ohne Schleim. Zum Beispiel, ich mag, wie zuverlässig du bist. Das ist klar und freundlich. Ein Tipp, der oft hilft, schreib mal kurze Nachrichten. Also wirklich, kleine Texte an Freunde oder Bekannte, sowie Danke für heute, war schön. Das trainiert Wörter und gibt dir Gefühl für Ton und Nähe. Und am Arbeitsplatz, da wird's gern heikel. Manche sagen, Arbeit soll streng professionell bleiben, andere wollen dort echte Freundschaft. Beides ist okay, aber du brauchst Wörter für Grenzen. Zum Beispiel, ich bleibe hier lieber beim Sie, okay? Oder, ich trenne Arbeit und Privat, nichts Persönliches. Wenn es passt, kannst du später sagen, wollen wir uns duzen? Und dann, naja, Politik. Freunde können da sehr verschieden denken. Du kannst sagen, wir sehen das anders, aber ich mag unsere Freundschaft. Oder, lass uns das Thema wechseln, das stresst mich. Noch etwas Wichtiges, Freundin kann Partnerin heißen. Wenn du nur eine weibliche Freundin meinst, sag besser eine Freundin, nicht meine Freundin, sonst klingt es romantisch. Bei Männern ähnlich, ein Freund ist neutral, mein Freund klingt oft wie Partner. Genau, kleine Wörter machen großen Unterschied. Und Namen sind wichtig, sag Julia, nicht Frau Julia, das ist unter Freunden komisch. Außer natürlich bei älteren Leuten oder sehr formellen Runden. Wie startest du überhaupt ein Gespräch?
Einfach und ehrlich geht gut. Hey, ich bin Julia, neu hier. Und du? Danach eine offene Frage, was machst du gern am Wochenende? Und dann biete etwas an. Zum Beispiel, hast du Lust, mal zusammen zu kochen? Oder, wollen wir am Samstag joggen? Mit mal klingt es locker, nicht zu fest. Wenn du Nummern tauschen willst, sag, wollen wir Nummern tauschen? Oder ganz modern, ich schick dir kurz ne E-Mail oder eine Nachricht über die Website vom Kurs. Mach's einfach und klar. Oder du sagst, bist du auf Instagram? Ich heiße da julia.berlin. Aber ja, privat ist privat, also kein Druck. Manche Leute mögen das nicht sofort. Noch 2 Wörter, die viele verwechseln, Kollege und Freund. Kollege ist jemand von der Arbeit, nicht automatisch ein Freund. Du kannst sagen, ein Kollege von mir kommt heute mit, aber das heißt noch nicht, wir sind eng. Check ja? Was bedeutet Bekannter nochmal? Genau, jemand, den du kennst, aber nicht sehr nah. Und was heißt wir duzen uns? Das heißt, wir sagen du, nicht sie. Top. Dann lass uns über Ton sprechen, also wie direkt du redest. Viele Deutsche mögen klare Worte, aber trotzdem freundlich. Sag lieber, ich kann heute nicht, vielleicht nächste Woche, statt langer Ausreden. Und Lob, ja, macht man auch, aber halt ehrlich. Zum Beispiel, danke, dass du zugehört hast, das war mir wichtig. Das ist besser als zu viel. Du bist die beste Person der Welt. Wenn du Leute verbindest, sag zum Beispiel, darf ich dir Sam vorstellen, ein Bekannter aus dem Sportverein. Oder, das ist Mira, eine Freundin von der Uni. So weiß jeder sofort, wie nah die Beziehung ist. Und Pronomen, ja, sind wichtig. Zu einer Gruppe sagst du ihr und euch. Zum Beispiel, habt ihr Lust, euch am Sonntag zu treffen? Das klingt inklusiv und warm. Mini-Rollenspiel 2, Grenze setzen bei Politik. Ich starte, du antwortest locker, okay? Los, stell dir eine hitzige Runde vor. Also, ich sag, Tim, du musst diese Partei wählen, die ist die beste. Was sagst du? Ich würde sagen, wir sehen das verschieden, und das ist okay. Mir ist unsere Freundschaft wichtig, deshalb lass uns das Thema lieber wechseln. Vielleicht reden wir über den Film von gestern? Genau, freundlich und klar. Kein Streit, aber du setzt eine Grenze. So bleibt die Verbindung, wenn beide das wollen. Ich hab noch eine lustige Story aus einem Treffen. Ein Lerner fragte ernst, wie viele Kameraden hast du in Berlin? Alle grinsten, weil Kameraden eher Soldaten sind. Besser wäre, wie viele Freunde oder Bekannte hast du hier? Und noch ein Klassiker. Jemand wollte den Kuchen loben und sagte zu der Person, du bist süßer. Das klingt, na ja, ein bisschen flirty und grammatisch komisch. Sag einfach, der Kuchen ist süßer als gestern, oder zu der Person, du bist echt nett. Beim Schreiben, Emojis sind okay, aber halt passend. Ein Smiley ist nett, 5 Herzen können zu viel sein. Liebe Grüße ist freundlich, LG ist sehr kurz und geht eher unter Freunden. Wenn du Kontakt halten willst, sag, meld dich, wenn du Zeit hast. Oder, ich melde mich nächste Woche, versprochen. So bleibt die Verbindung lebendig, ohne Druck. Und wo findet man Freunde? Verein, Chor, Kletterhalle, Sprachstammtisch, Nachbarschaftsgruppe. Da klappt Smalltalk super mit. Seit wann bist du hier? Was macht dir Spaß? Gemeinsame Sachen verbinden. Sag, hast du Lust auf einen Spieleabend? Bring gern was mit. Oder, wollen wir zusammen kochen? Ich bring das Gemüse, du den Reis.
Nach dem ersten Treffen ist eine kleine Nachricht Gold wert. Zum Beispiel: Danke für heute, das Gespräch über Musik war spannend. So merken Leute, dass du echt Interesse hast. Viele Erwachsene sagen übrigens, Freundschaft ist schwer neben Arbeit. Ja, stimmt oft, aber kleine Schritte helfen. Schreib eine kurze Nachricht: Hey, danke für die Hilfe heute. Nächstes Mal Kaffee? Und wenn du Arbeit strikt trennen willst, sag es ruhig. Zum Beispiel: Ich mag die Zusammenarbeit, privat halte ich es einfach klein. Das ist ehrlich und verhindert falsche Erwartungen. Beim Einladen klingt „Hast du Lust?" mal weich und nett. Müssen wir unbedingt wirkt schnell zu stark. Du kannst auch sagen, wenn du magst, können wir. Das nimmt Druck raus. Freundschaft wächst mit kleinen Signalen. Kurz nachfragen: Bist du gut nach Hause gekommen? Oder: Ich denk an dich, viel Erfolg morgen. Das ist kurz, ehrlich und tut gut. Wenn dir ein Fehler passiert, entschuldige dich einfach. Zum Beispiel: Tut mir leid wegen gestern, ich war gestresst. Dann ein Vorschlag: Sollen wir morgen neu starten? Das wirkt reif und freundlich. Schön sind auch Wörter wie zuverlässig, aufmerksam, entspannt. Du kannst sagen: Ich mag, wie entspannt du bist. Das wirkt viel natürlicher als übertriebenes Lob, oder? Noch ein Satz für den Start, falls du unsicher bist. Du kannst fragen: Wollen wir uns duzen, oder ist dir sie lieber? Das klingt respektvoll und gibt der anderen Person die Wahl. Kurze Szene am Arbeitsplatz. Ich sage: Hallo Frau König, sollen wir uns duzen oder bleiben wir beim Sie? Was meinst du? Ich antworte: Danke für das Angebot, ich bleibe lieber beim Sie. Vielleicht später mal, wenn wir uns besser kennen. Alles gut so? So ist es höflich und klar. Perfekt, niemand fühlt sich gedrängt. Und beide wissen, woran sie sind. So entsteht Vertrauen, Schritt für Schritt. Bevor wir zum Schluss kommen, noch 2 Mini-Formeln. Beim Absagen: Ich schaffe es heute nicht, aber danke dir für die Einladung. Beim Zusagen: Klingt gut, ich freue mich. Das ist simpel und freundlich. Und Humor hilft auch, aber dosiert. Zum Beispiel: Ich bin schlecht mit Namen, sag mir bitte nochmal, wie du heißt. Das ist ehrlich, freundlich und nimmt Druck raus. Und jetzt du: Welche Redewendung benutzt du, um neue Freunde zu finden? Oder hast du schon mal Kamerad gesagt und komische Blicke bekommen? Erzähl uns, was für dich gut funktioniert. Wie vorhin gesagt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably. Den Link findest du in der Beschreibung. Nimm dir die Karten, übe die Dialoge und bau deinen Wortschatz wirklich auf. Bis zum nächsten Mal.